Heute ist mein Geburtstag und ich kriege heute Abend ein iPhone 16 Pro Max mit 1 TB Speicher. Das kriege ich heute Abend, weil ich das verloren habe. Ja! So und der Weg vor. So, jetzt sind wir bei dem Punkt rüber, das bremste, genau, optimal. Jetzt kannst du aufsteigen. Hast du das sehen? Wie klein ist? 10 Jahre, ist gut. Wir fahren langsam an euch vorbei und fahren ein bisschen zu. Ich bin etwas aufgeregt. Grüß Gott, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute bin ich im Kosovo, genauer gesagt in Peša. Das ist der Jörg Schnabel, den kennt ihr vielleicht noch nicht. Nee. Im Hintergrund seht ihr den Elton. Der zieht sich gerade an mit seiner SXF 450. Zeigt er uns heute den Weg. Ja. Mal schauen. Also, es geht in die Berge hinauf. Ja. Aber wir haben noch einen anderen kleinen Anlass. Eigentlich sollte man anstoßen, wenn er kein Sekt, aber wenn er alkoholfreies Bier. Und wir machen das sogar auf, aber nur heute, weil heute ein Geburtstag ist. Herrlich, das ne? draußen wohl gar nicht, der hat heute Geburtstag, der alte Sack, auch der wird alt. Prost. So, Prost. Und das ist ja heute so ein bisschen eine Geburtstagsfahrt. Ja, ein Geburtstagsausflug. Weil er ja sowieso nicht erwachsen wird, aber trotzdem relativ groß eigentlich ist, habe ich ihm ein riesen Kinderüberraschungsei geschenkt. Bekommt jetzt den Geburtstag, Manuel. Und schaut mal, da ist Super Manuel drin. Ja, genau, das sieht ja echt aus. Ja, Super Manuel. Wir sind immer noch im Kosovo, aber was machen wir da eigentlich? Ja, ursprünglich war das so als Urlaub geplant, aber da ich da dran gedacht habe, dass die Jungs da unten handwerklich echt fit sind, habe ich die Idee gehabt, meinen Camper mitzunehmen. Wer die ersten 2 Teile angeschaut hat und ein bisschen mit dabei war, hat gesehen, dass da auch richtig was vorwärts geht. Die Rückwand. Jetzt war er die ganze Zeit, als wir in Albanien wären, beim Karosseriebauer, der hat den Unterboden gemacht. Derzeit haben wir den Anhänger folieren lassen. Lasst euch einfach überraschen. Und wo sind wir gerade unterwegs? Ja, Peša, das ist eine große Stadt. Gleich am Eingang von Montenegro zum Kosovo. Und heute haben wir den Elton als Führer, der ist dort von der FIM, der Vertreter der Kosovaren. Und der führt uns in die Berge, in seine eigenen Berge. Bleibt mit dran.
hab dir gesagt, wir können auch Schach spielen. Ne? Wenn wir um die Kurve sind, musst du dich hinten hinsetzen. Setz dich da hinten hin. Da hinten! Hinter mir! Da hinten! Junge, du musst es verstehen. Ich hab nichts gehört. Was Klappt doch. Probe muss man machen, Kollege. Ja, ja, üben. Das war üben, danke. Ja, wie ihr es bereits im Intro gesehen habt, ist es ganz schief gelaufen. Ich habe mein Handy verloren. Den Aufschlag konnte ich noch hören. Das Handy hat noch mitgefilmt. Ich hatte eine Tasche vorne dran, direkt auf dem Tank. Da habe ich sie mal reingesteckt. Ich denke mal, dass ich das diesmal nicht gut gemacht habe. Und was da alles mit verloren geht, das wisst ihr ja. Wir sind im Kosovo. Ja. Wir haben eine fremde Handykarte drin. Wir haben alle Bilder da drauf gespeichert. Wir haben nicht nur unsere Bankdaten drauf, sondern auch euch, die Community. Ich hätte nach außen gar nichts mehr auf euch zukommen können. Ja, zum Glück sind wir auf die Jungs aus der Tschechei getroffen, die den TED gefahren sind. Und mit denen zusammen sind wir dann auf die Suche 14 Kilometer zurück und haben das Handy gesucht. Ob wir es gefunden haben oder nicht, erfahrt ihr gleich. Wir fahren langsam an euch vorbei und fahren ein bisschen zu. Ich bin etwas aufgeregt. Motorradfahren ist eine Randgruppe und Endurofahren noch mehr. Deshalb verbindet es so.
Und hier nochmal das Dankeschön an unsere Taskforce Handy, die zusammen mit uns auf die Suche gegangen ist nach dem Handy. Die Jungs haben in dem Fall was Gutes getan. Wenn ihr auch was Gutes tun wollt, ihr seht, ich habe meinen Mustache. Das ist der Movember-Bart. Die Spendenaktion läuft immer noch. Hier oben oder hier ist dann der Link. Ihr könnt gerne was spenden. Es müssen keine großen Beträge sein. Jeder Cent zählt. Da danke ich euch ganz einfach mal. Und seid gespannt, ob das Handy wieder auftaucht. Und umdrehen. Gefunden. Ja. Ja, umdrehen. Hört ihr das, wie tief ich eingeatmet habe? Das war sehr entlastend und sehr erfreulich, als mir der Benny mitgeteilt hat, dass er eine SMS gekriegt hat. Die haben das Handy gefunden. Genauer gesagt, die ist der Eltern. Danke an den Eltern. Ihr habt es im Video gesehen, wie es da auf dem Boden liegt. Es war nagelneu. Ich habe es euch von meinem Kumpel Wolf mitgebracht gekriegt. Das war ein großer, ganz großer Fels, der mir da vom Herzen gefallen ist. Jetzt geht es dann weiter in eine TED-Abfahrt, die auf dem Trans-Euro Trail mit drin ist. Die hat es aber in sich, ist ziemlich knackig und ich glaube nicht, dass der sie mit freigeben hat, die mit dem Gespann gefahren ist. Also bleibt gespannt. Der Kittischhunde, Manu, der Kittischhunde. Da, ne? Hunger. Ja, klar. Hunger Ey, das ist immer total Hunger. wichtig. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber Essen gehen ist wichtig. Ja klar, weil die Maschine funktioniert ohne Diesel überhaupt nichts.
Also schlussendlich danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Ihr wollt vielleicht auch wissen, wie der Stand ist. Also das Auto ist durchrepariert. Der Hänger ist neu beschriftet, wie ihr seht. Und wir machen uns jetzt wieder auf die Heimfahrt. Circa 18 Stunden zeigt Google an, aber die wissen natürlich nicht, dass wir mit dem Hänger voll überladen unterwegs sind. Wir gehen jetzt mal von 23 Stunden aus und dann sind wir wieder in Good Old Germany. Ja, jetzt ist die erste Reise wieder zu Ende und die nächste Reise schon im Kopf, aber lasst euch überraschen, was wir als nächstes vorhaben. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao! Did you make some news? No. Zuerst erstmal eine gute Fahrt. Danke für die gute Zeit. Ich hoffe, kommt hier gut an. Man muss vielleicht noch dazu sagen, für das, dass das allererste Mal da drauf gestanden ist, hat er das echt super gemacht. Danke. Super Ich habe mir Beifahrer. Mühe gegeben. weil ich- Sehr viel, sehr viel. Es war mein erster Mal. Nee, wirklich super. Und ich musste manchmal schön, Aber man hat so wie, es. manchmal meine ich auch mit Gedanken weg, so wie gestern. In die Kurve da oben. Da war in die Luft gestiegen. Wir haben genug Beweismittel, dass du das super gemacht hast. Ich habe euch viel von hinten gefilmt und du hast das echt super gemacht. Wir sind Ich habe mir Mühe gegeben. Ich wollte euch nicht ins Blick lassen. Eigentlich hatte ich nur von hinten gefilmt, dass er deinen knackigen Po noch anschaut. Der darf, das ist mein Freund. Tschüss zum alle. Der ist vielleicht vorgealtert, das kann sein. Ich wollte mir eigentlich rasieren, aber wir kommen nicht dazu. Ne? irgendwie klappt nicht. Sie sagen immer, sie haben den besten Rasierer da, also den besten Barber oder wie das heißt. Und seht ihr das? Stopp, der Moment kann kommen.